Ja, Arthur Rüegg, herzlich willkommen im Pavillon Le Corbusier. Das ist ja der letzte Bau des großen Architekten, ab Beginn der 1960er Jahre entworfen, 1967 dann eröffnet. Was hat dieser Bau für eine Bedeutung im Werk von Le Corbusier? Ja, ich glaube, man könnte vielleicht sagen, dass es wie eine Art neuen Aufbruch bedeutet, dieses Bauwerk. Oder die Elemente stammen zwar alle aus den 50er Jahren, die Gedanken sowieso, aber in dieser Form, in dieser Leichtigkeit oder in dieser Farbigkeit, dieser Fröhlichkeit gibt es eigentlich kaum Bauten. Oder? Es gibt in Firmini schon dieses Hängedach, oder, das ein bisschen andeutet, eine andere Ästhetik nach dieser brutalistischen Phase, aber diese Art der Architektur hat eigentlich keine Realisierung in meinen Augen gefunden, bisher im Werk von Le Corbusier. Mhm. Mit der brutalistischen Phase ist die Arbeit zum Beispiel in Chandigarh gemeint, wo er mit großen Gesten fast schon skulptural arbeitet. Chandigarh oder auch Marseille, oder die Unité d'Habitation, die natürlich betoniert ist, die Vorfabrikation zwar auch hat, aber vorgeblendete, schwere Teile, oder mit diesen Kieseln und so, so wie wir sie hier bei den Gehwegplatten sehen, oder diese Art Architektur, schwere, mineralische Architektur. Mhm. Wenn wir durch den Pavillon gehen, dann sehen wir ja ganz viele der Ideen von Le Corbusier realisiert, die eigentlich aus früherer Zeit stammen. Beispielsweise das Thema der Vorfabrikation oder auch das Thema des Proportionssystems Modulor. Kann man sagen, dass dieser Pavillon irgendwo auch ein Zusammenführen ist dieser verschiedenen Ideen, die ihn zeitlebens etwas antrieben? Ja, eben, man könnte sogar, weil die Ideen ja zurückgehen, sogar sagen, es sei eine Art Summe von Rezyklaten. Vieles ist rezykliert, wobei gerade die Frage der Vorfabrikation natürlich früher ganz anders gehandhabt wurde. Oder? Vorfabrikation in den 30er Jahren war mehr eine effiziente Baustellenorganisation. Oder man hat zum Beispiel mit der Zementkanone Zwischenwände gespritzt und solche Dinge. Das war eigentlich Industrialisierung damals. Oder? Und erst in den 30er Jahren hat man dann begonnen, diese monolithische Architektur zu verlassen und Elemente zusammenzusetzen. Es gab dann Fugen. Oder? Und in dem Sinne ist das natürlich auch ein Beispiel hier im Pavillon oder für eine Vorfabrikation, die Fugen hat, indem man nämlich alles zusammenstellt, alle Elemente zusammenschraubt. Hier mit über 20.000 Schrauben und dieses Zusammenfügen auch demonstrativ sichtbar macht. Aber eben alle diese Elemente sind ja, also insbesondere auch das Dach ist ein Rezyklat. Corbusier hat Ausstellungsbauten bis in die 30er Jahre hinein formuliert, und zwar Ausstellungsbauten, die nicht Demonstrativbauvorhaben waren, wie zum Beispiel der Pavillon de l'Esprit Nouveau, sondern wirklich Pavillons auf Ausstellungen. Es gab zum Beispiel ein Pavillon für Schokolade, Schweizer Schokolade aus Blech. Damals war schon eine Art Blechdach angedacht, oder? Das unten dann geschlossen war. Später hat es für eine Wasserausstellung ein Pavillon gegeben, der bereits eine Vorform dieses Daches aufwies. Also eine Art Fachwerkträger, die so bombiert waren, nach oben und nach unten, und die einmal oben und einmal unten verschaltet werden konnten. Und 1950 ist dann das Dach für ein Ausstellungspavillon in Blech formuliert worden, nicht ausgeführt. Und damals hätte dann dieses riesige Blechdach so unten demontable Ausstellungspavillon für Kunst beschützt. Oder? Es war sozusagen ein physischer Schutz, oder, für diese Kunst, die unten ausgestellt war. Aber es war natürlich auch ein Zeichen, dass hier ein Dach oder etwas schützt, was veränderbar ist, oder temporär ist. Und dennoch waren diese Beispiele, jetzt abgesehen von der Porte Maillot, waren das alles ephemere Architekturen, Pavillons, die eben für eine Ausstellung errichtet wurden und dann auch vielleicht sogar wieder demontiert werden konnten. Genau. Hier in Zürich war ja klar, dass dieser Bau lange stehen wird. Warum hat er denn hier diese Vorfabrikation gewählt? Die Baustelle ist ja bestens zugänglich, man hätte das problemlos eigentlich auch anders konstruieren können. Ja, das erste Projekt, was ja dann auch am Bauamt eingegeben wurde in Zürich, ist ja das sogenannte Betonprojekt. Und das ist so, das war damals noch nicht vorfabriziert. In meinen Augen war das an Ort gegossen, ungefähr in der Technik wie das Kloster La Tourette 1960 oder kurz vorher.
es war wirklich ein bisschen eine seltsame Konstellation, einerseits dieses Dach zu haben, das etwas Ephemeres schützt unten, und das Ephemere unten war aber eine Betonvilla. Also so wie ein Haus vom Atelier 5 damals, das eigentlich gar kein Dach braucht. Das Einzige, was eigentlich damals schon präzise formuliert war die Zwischenzone zwischen diesem Haus und dem schützenden Dach, nämlich diese bedeckte, wunderbare Dachterrasse. Aber das ist eigentlich noch nicht genug, oder, der Begründung in meinen Augen. Oder? Es war wirklich diese Klischees kamen gewissermaßen zusammen. Vielleicht ist es sogar deshalb, dass er dann gesagt hat, man muss etwas machen, was gewissermaßen mehr so ephemer wirkt, zusammengesetzt ist, leichter ist, fröhlicher ist, oder, als so ein ernsthaftes Betonwohnhaus. Da war ja Heidi Weber, die Initiantin dieses Gebäudes, sicher auch eine ganz zentrale Person, auch in der Formfindung und in der Materialisierung. Ja, er hat wahrscheinlich schon diese Vorschläge gemacht, aber es geht ja, die Anekdote, die ich natürlich ja nicht erlebt habe, ich kann das nicht überprüfen, aber dass Heidi Weber dann eigentlich ihn ermuntert hätte, mit dem Stahl weiterzufahren, nachdem er da viele Probleme gesehen hat, die es ja tatsächlich eigentlich auch gab beim Bau dann. Ne? Im Ganzen liegt ja eine Patentschrift zugrunde, die Le Corbusier in den 50er Jahren bereits eingereicht hat. Ein Patent mit dem Titel 226, 226, 226. Also in diesem Modularmaß des ausgestreckten Mannes quasi ein Baukastenelement, ein kubisches zusammenzuschweißen oder zusammenzuschrauben in diesem Fall, um dann additiv diesen Bau zu errichten. Ist das der einzige Bau, wo er das so umsetzen konnte? Ja, ich glaube, umsetzen schon. Konzipiert war das ja für eine Feriensiedlung in schwer zugänglichem Gelände, oder, am Cap Martin, da, an diesem Steilhang oberhalb des Meeres, wo er eine Zeit lang Ferienwohnungen, also eine ganze Feriensiedlung eigentlich initiieren wollte. Und dann hat er dieses Vorfabrikationssystem entwickelt. Und die zentrale Idee war eigentlich, so hat er es genau beschrieben, auch, dass man ein einziges Winkelelement nimmt, von 226 cm Länge, und dass man dann mit Hilfe dieses Winkelelements dann diese kubischen Einheiten zusammenschweißt, oder? Und die dann gewissermaßen wahrscheinlich eben leicht transportierbar in dieser felsigen Gegend dann an den Ort bringt und sie dann zusammensetzt, zusammenschraubt. Er hat dann auch so Hilfskonstruktionen entwickelt, oder, wo man dann diese Elemente gewissermaßen provisorisch fixieren und dann eben verschweißen konnte. Weil das Problem ist ja immer, dass dann wirklich der rechte Winkel, oder, genau stimmt, weil das ist ja eine Präzisionsarbeit im Grunde genommen. Alle Löcher müssen aufeinander aufgehen und so weiter. Das ist ein Problem, das 1929 schon bei dem Cassier Métallique im Salon d'Automne genau auch schon aufgetreten ist. Ich habe ja 2 solche Elemente rekonstruiert 1980 und da gibt es so viele Löcher, oder? Es muss alles so genau aufeinander stimmen und der rechte Winkel dieser kubischen Elemente, das sind Skelettelemente, muss so präzise ausgeführt sein, dass das eben auch zusammensetzbar und demontierbar bleibt. Ja. In diesem Pavillon hier in Zürich gibt es ja verschiedene Elemente, die mich ein bisschen an Schiffbau, Schifffahrt erinnern. Die Griffe, die Türen beispielsweise für die Dachterrasse oder selbst das Dach an sich, das ja eigentlich daherkommt wie ein riesengroßer Flugzeugträger. Ja, das ist so. Ich glaube, du berührst da eines dieser nicht oft diskutierten, aber wichtigen Elemente in der Entwurfspraxis von Le Corbusier, nämlich den Transport einer Idee von einem Kontext in einen anderen. Und das ist ja eigentlich wirklich sehr bekannt und gängig als Formel, dass er eben sich von den Schiffen inspirieren lässt im Wohnungsbau.
Auf der einen Seite war Corbusier ja immer sehr auf Traditionen bedacht. Also er hat Vorbilder gesucht, Typen, Objekte zum Beispiel definiert, die er dann weiterentwickelt hat. Oder? Und viele dieser zentralen Ideen, auch was Farbigkeit betrifft und so, geht ja weit in der Geschichte zurück. Und wenn er zum Beispiel, um das Beispiel eines Möbels zu nehmen, den englischen Clubfauteuil zusammen mit Charlotte Perriand weiterentwickelt, oder? Dann nimmt er zwar die Polstertechnik, die alte Polstertechnik, Springfedern, Gänsedaunen-Kissen, oder? Aber das Gestell, oder? Das stammt eigentlich aus der Bauschlosserei. Oder er führt wie gewissermaßen ein verfremdendes Element hinein, um das Ganze zu modernisieren. Also er tut nicht einfach dieses geschweifte Holzgestell ein bisschen gräten oder so, sondern er tut das wie verfremden, oder? Und das ist so eine Methode, die er eigentlich, glaube ich, immer verwendet hat. Okay. Das hat Alan Colquhoun mal etwa 1972 definiert als Displacement of Concepts in Le Corbusier. Das ist eigentlich ein wichtiger Aufsatz. Quasi das Überführen in einen neuen Kontext und entsprechend eine Reinterpretation in einem neuen Zusammenhang. Ja. Und das gibt es ja schon so Themenfelder quasi oder Übersetzungen, die sich immer wieder vom Neuem selbst erfinden. Also das Überführen eben eines quasi industriellen Kontextes, jetzt im Schiffbau als Beispiel, in den Wohnungsbau. Was mir auffällt hier im Pavillon, vor allem innen ist ja auch quasi ein Hineinholen der Natur in dieses letzten Endes industrielle Gebäude. Ist auch das so eine Überführung? Ja, die Natur war natürlich für ihn ein sehr wichtiges Thema. Es gibt ja auch Phasen in der Malerei, wo diese ganzen organischen Objekte und die Landschaft natürlich diese Industrieobjekte ersetzen, die ja die Malerei in den 20er Jahren zum Beispiel dominiert haben. Oder? Und das Inszenieren auch der Landschaft war für ihn ja ein außerordentlich wichtiges Thema in der Architektur. Es ging zum Beispiel darum, den Horizont zu überlagern mit Vertikalen. Das sieht man gerade in diesem Raum wunderbar, oder? Diese vertikalen Lüftungsgitter, die Säulen, diese Gummis, oder? Die sind ja alle vertikal, machen ein Spiel mit der Horizontale dieser Blatterwiese und dem Horizont mit dem See. Und diese Überlagerung eben mit dieser Vertikalen, das war für ihn ja ganz wichtig. Das war der Ort des rechten Winkels, oder? Das ist ein Grundgesetz, mit dem er ziemlich viele Kompositionen immer wieder gemacht hat. Sieht man auch sehr schön bei der Villa Savoye, die auf den Pilotis quasi steht und oben dann wieder horizontal schwebt. Ist das dort derselbe Ansatz quasi? Ja, vielleicht. Oder, ich meine, diese Schlitzfenster, die sind ja dann eher gedacht, so gewissermaßen, um das Panorama zu fassen. Also nicht in die Tiefe zu schneiden, wie die traditionellen Fenster, sondern einen panoramatischen Blick eben auf die Landschaft zu öffnen. Und dann gibt es dann auch dazwischen diese natürlich Fensterrahmen, die vertikal sind. Aber ich glaube, das Hauptwerk in der Beziehung ist La Tourette. Oder wo es dann diese ondulierenden Fassaden gibt, wie er eben sagte, also diese mit dem Modulo rhythmisierten Betonlamellen, oder, die gewissermaßen diese Fensterteilung machen und die dann auch genau wie hier zwischendrin Lüftungsflügel enthalten. Aber also hier ist es ja vielleicht auch rhythmisiert, weil es ja auch alles Modular. Aber dort ist es wirklich so wie eine Art Melodie. Und Yannis Xenakis, der das ja dann konkret gemacht hat, war ja auch Mathematiker und Musiker. War Xenakis denn zentral mitbeteiligt an der Entwicklung des Maßsystems Modular? Nein, nicht am Maßsystem Modular nicht. Das war ein bisschen früher, als er da war. Aber Xenakis hat ja seine Musik grafisch entwickelt, eigentlich wie Corbusier auch seine Proportionen grafisch entwickelt hat, oder? Mit den Elementen der darstellenden Geometrie. Und Xenakis hat zum Beispiel ein Crescendo, hat er dann irgendwie mit einer Linie gezeichnet, oder? Und er hat sogar diese Musiknotationen im goldenen Schnitt dann gemacht, also mit dem Modular auch gearbeitet. Und seine Idee war dann eben, dieses Prinzip auf die Architektur zu übertragen mit dieser Rhythmisierung. Xenakis war auch beteiligt sehr stark an der Lampe, die wir da hinten sehen, diese Atelierleuchte, diese Schnecke, die aus der Unité d'Habitation von Marseille stammt, aus diesem mittleren Korridor, wo diese öffentlichen Bereiche liegen.
Das ist ja auch etwas, was wahrscheinlich auf einer mathematischen Progression beruht, diese Schnecke. Und woher kommt der Antrieb? Ich meine, dass man die Proportionslehre quasi aus dem goldenen Schnitt heraus entwickelt, das ist ja ein uraltes Thema in der Geometrie, selbst in der Baukunst. Und Corbusier hat das ja dann dennoch perfektioniert, hat dann mit dem Modular quasi für jede erdenkliche Nutzhöhe, die Höhe eines Tisches, die Höhe einer Sitzfläche, die Deckenhöhe und so weiter, hat er quasi Ableitungen gemacht aus diesem System. War das ein ästhetischer Antrieb im ersten Rang, dass er gesagt hat, dann wird ein Gebäude harmonisch und schön, oder sind das andere Hintergründe? Ja, klar, man muss die beiden Dinge ein bisschen auseinandernehmen, oder diese grafischen Trace Regulateur, wie er das nannte, also diese regulierenden Proportionslinien, das ist ja eine Angelegenheit aus den 20er Jahren, oder wo er diese ganz kubischen, nackten, einfachen Gebäude entwickelt hat, wo dann die Setzung eines Fensters und die Proportion eines Fensters zum Beispiel ganz entscheidend ist in einem Rechteck. Oder? Und da hat er dann relativ früh diese grafischen Hilfsmittel eingeführt, nicht nur den goldenen Schnitt, auch andere Gesetzmäßigkeiten, insbesondere diese Scharen von gleichen Diagonalen, die gleiche Proportion zum Beispiel für ein Fenster und eine bestimmte Fassadenfläche oder ergeben. Also das ist das eine, diese grafische Kompositionsmethode. Oder? Und das andere ist eigentlich der Ursprung des Modulars. Da ging es eigentlich darum, nach dem Zweiten Weltkrieg, für die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, für den Wiederaufbau, irgendwelche Mittel zu definieren, die Vorfabrikation und die Massenfertigung einfach dieser Großbauvorhaben irgendwie disziplinieren konnten. Und es gab ja damals so eine staatliche Organisation namens AFNOR, die eben in Frankreich für diese Rationalisierungsmaßnahmen oder Vereinheitlichungen zuständig gewesen wäre. Und da hat man dann gesehen, Corbusier war nicht Bestandteil dieser Kommission, oder, dass das alles auf eine Dezimalklassifizierung hinauslief. Also alles ist ein Multiplikat von 10 Zentimetern zum Beispiel. Und Corbusier hat sich natürlich geweigert, das zu akzeptieren, weil das ja keine schönen Proportionen gibt und eigentlich eben auch seinen geometrischen Proportionierungsversuchen zuwiderlief. Und er hat dann vorgeschlagen, dass man auf der Baustelle so wie eine Art Metallgitter aufstellt, die eben proportioniert sind dann im goldenen Schnitt. Auf eine Höhe, die eben für ihn eine angenehme Raumhöhe war, wie er das mit den Bauernhäusern und so auf seinen Reisen, die er gesehen hat, eben diese ungefähr 2,20 Meter Höhe. Die hat er dann eingeteilt und es gab dann viele Phasen, oder, wo er dann dieses System entwickelt hat. Eine Phase war, dass er eben am Anfang von seiner eigenen Menschenhöhe von 1,75 Meter ausgegangen ist. Und das gab dann alles, wenn man das ausrechnet, eine Diskrepanz zu den effektiv anthropomorphen Maßen des englischen oder angelsächsischen Kulturraums, also Elle, Fuß und so weiter. Und dann hat er das dann justiert, daraus sind dann die Maße 1,83, 2,26 erwachsen. Oder? Das war diese eine Anpassung. Und die andere Anpassung war dann der Versuch, eben diese Sitzhöhen, die Stützhöhen, die was auch immer Höhen zu integrieren in dieses System. Und das hat dann dazu geführt, dass er eigentlich zwei sich ergänzende Fibonacci-Reihen brauchte. Oder also ausgehend von 2,26 Meter zwei komplementäre Reihen, die eben all diese nützlichen Maße enthalten. Das sind dann die blaue und die rote Reihe, die sich quasi gegenseitig ergänzen. Der Witz war eigentlich bei ihm immer, dass er eine Art Grammatik bereitstellen wollte für das Entwerfen. Das ist auch diesem Pavillon ja zugute gekommen, weil eben, du hast vorher die Griffe erwähnt und so, das sind ja alles Griffe aus dem Vokabular von Le Corbusier. Die Farben sind Farben aus dem Vokabular von Le Corbusier. Er hat eigentlich immer, und natürlich phasenweise in seinem Werk verschieden, oder? Aber hat er diese Werkzeuge, diese Entwurfswerkzeuge gewissermaßen definiert. Hat er sich denn konsequent auch an seine eigenen Erfindungen gehalten oder gab es da auch Ausnahmen?
Ja, er hat natürlich immer die Ausnahmen auch gesucht. Aber ich glaube, was den Modular betrifft, hat er wirklich sehr, sehr viel mit dem Modular gearbeitet. Er war sehr stolz, dass zum Beispiel in der Unité d'Habitation nur, ich weiß doch nicht was, 7 Modularmaße vorkommen. Ich übertreibe vielleicht, aber ganz wenige, oder? Und eben dieser Pavillon ist sowieso nur nach dem Modular gebaut. Und das hat ihm zum Beispiel ermöglicht, wenn man da beispielsweise die Möbel für seinen Cabanot, die Genese ein bisschen nachschaut, oder? Die hat er so gezeichnet in seinem Skizzenbuch und hat einfach die Modularmaße reingesetzt. Damit war das Ganze erledigt. Es gab gar keine Alternative. Also ein Bett war halt 1,83 oder 2,26 lang, fertig. Entweder oder. Und er hat eingeschrieben und dann unten diese Warenschubladen, oder? Hat er natürlich dann auch in einer schönen Proportion mit dem Modular auch gleich eingezeichnet. Dann konnte das in die Mühle gehen. Oder? War es ein Anspruch, dass jetzt beispielsweise so ein Masssystem, der Modular, dass das dann quasi international fast schon universell gültig wird, oder war es im Recht, dass das einfach in seinem Werk entsprechend umgesetzt wird? Hatte er den Anspruch, quasi so ein Sendungsbewusstsein, wie er es ja durchaus an anderer Stelle zutage legte, dass es auch bei diesem Modularmaß gelten sollte? Ja, natürlich hat er diesen Anspruch. Oder? Und ich glaube, der Modular wäre sogar nicht mal unbedingt nur für das Bauwesen bestimmt gewesen. Da hofft er natürlich, diesen ganzen Wiederaufbau dann so oder konzipieren zu können zu lassen, auch durch andere Leute. Aber insbesondere zum Beispiel das Transportwesen sah er eigentlich als ein Feld der Anwendung für den Modular. Also alle Pakete, oder wenn sie modular dimensioniert sind, kann man gut stapeln und so weiter. Also er hat da ziemlich viele Anwendungsmöglichkeiten gesehen. Aber ich glaube, das Wichtigste für ihn war schon, dass der Modular wie eine andere Art des Entwerfens und der Vorstellungskraft eines Architekten gewissermaßen erschließt und mobilisiert. Was ja schon auffällt hier im Pavillon jetzt in Zürich, dass selbst innerhalb dieser doch eigentlich sehr kleinen 2,26 Meter, die Raumhöhe würde ja so nicht einmal bewilligt heute in der Stadt Zürich mit 2,26, aber auch eine Küche, die da im Pavillon ist mit ihren Maßen 2,26 mal 2,26, also klein, dass das dennoch eine ungeheure Behaglichkeit ausstrahlt und dass es funktioniert auf diesem extrem kompakten Raum. Und auch Türen beispielsweise sind zum Teil also fast schon bizarr schmal gehalten, Türen, die 50 cm breit sind oder ein bisschen mehr. Dieser Wille quasi mit den fast schon minimal möglichen Maßen zu operieren, woher kommt das? Im mondänen Seefeld hier in Zürich solch minimale Maße ist ja ein bisschen eigenartig. Ja, es erstaunt ja tatsächlich, dass natürlich auch zusammen mit den dünnen Abmessungen dieser Bauelemente, dass das alles so angenehm ist. Das erstaunt mich eigentlich auch immer. Und Corbusier hat das natürlich aber nicht einfach so überall gemacht, sondern hat es immer kompensiert mit einer Dynamik des Raumes. Oder? Also dieser Bautyp, den er hier zeigt, diese Maison Citroën, ist ja inspiriert von den Künstlerateliers oder in Paris und so. Und da gibt es ja immer diesen ganz kargen Wohnteil. Also man hat nicht gelebt, um zu wohnen und zu protzen, man hat gelebt zum Arbeiten und dort auch die Arbeiten zeigen können, die großen Arbeiten. Oder? Und diese Ergänzung gewissermaßen zwischen räumlicher Großzügigkeit und Kompaktheit, ich glaube, das ist eigentlich das, was diesen Pavillon prägt. Das Atelier ist gleichzeitig auch Gesellschaftsraum. Es ist die räumliche Großzügigkeit, die auch zum Beispiel in den Wohnungen der Unité d'Habitation genauso ja dann in einem anderen Maßstab gegeben wurde, den Leuten zur Verfügung gestellt wurde. Also dass quasi die dramaturgische Spannung im Schnitt größer wird. Statt überall 3 Meter zu machen, ist es manchmal etwas knapper und dann entsprechend größer. Das war die Philosophie dieser Art von Architektur, die aus dem Schnitt lebt, effektiv. Ja. Maison Citroën lebt ja vom Schnitt. Ja. Während die Maison Domino, oder was er am Anfang gemacht hat, im Wiederaufbau des Ersten Weltkriegs, oder das lebt in der Horizontale. Primär.
Beim Pavillon hier in Zürich fällt ja auch auf, dass ganz viele verschiedene Nutzungen im selben Gebäude sind. Es ist ein kleines Wohnhaus. Bei der ersten Baueingabe waren ja sogar Schlafzimmer noch eingezeichnet. Atelier wurde genannt. Dann ist es auch ein Ausstellungsraum, ein kleines Museum sozusagen, ein Hybrid und das auf sehr, sehr kleiner Fläche. Wie kommt es dazu? Ja, Heidi Weber wollte ja ein Haus, das sie natürlich auch finanzieren konnte. Ich weiß abgesehen davon auch nicht, wie sie das alles zustande gebracht hat. Das ist ein wahres Wunder eigentlich, oder? Und auf der anderen Seite war, glaube ich, die allererste Idee, die Le Corbusier im November 1960 in ein Buch, das ihr gewidmet hat, eingetragen hat, eine Maison d'Homme zu bauen. Also ein gewissermaßen typisches Haus oder für den Menschen, oder man kann auch sagen für den typisierten Menschen, wenn es das gibt, für den Menschentypen, oder? Das eben alles enthält, um ihn glücklich zu machen, diesen Menschen. Oder? Und Heidi Weber wollte ja eher dann das Gesamtwerk, also diese Synthese der Künste zeigen, also alle Medien zusammenführen an einem Ort. Und Corbusier hat dann bewusst offensichtlich das Wohnhaus eben als diesen Ort gewählt, oder? Der einerseits realisierbar ist, der aber auch zeigt, wie der Mensch in Anführungszeichen eben leben kann mit dieser Art von Kunst. Also beispielsweise die Tapisserien, die Heidi Weber ja auch verkauft hat er unter dem Namen Mural Nomade also getauft und herstellen lassen. Die waren 2,26 Meter hoch. Also es waren eigentlich Wandgemälde, die man zusammenrollen konnte und die der moderne Nomade dann mit sich nehmen konnte und eben wandfüllend gewissermaßen in seiner neuen Bleibe wieder aufhängen konnte, die natürlich presumably nach dem Urwald konzipiert war. Wir sind im Obergeschoss des Pavillons. Das Obergeschoss ist erschlossen über eine Rampe und über eine Treppe. Eigentlich unnötig in einem so kleinen Gebäude. Das war auch, glaube ich, so ein Mittel von Le Corbusier, um die Erfahrung oder in einem Raum zu differenzieren und auch diese Erschließungsmittel gegeneinander auszuspielen. Also das Verbinden von Geschoss zu Geschoss allmählich über eine Rampe, oder, ist etwas ganz anderes als die Expressverbindung mit einer Treppe, oder, die gewissermaßen zwischen die Geschosse geklemmt ist, während die Rampe eben die Geschosse gewissermaßen verlängert von der einen zur anderen Ebene. Und Corbusier hat vor allem eben in öffentlichen Gebäuden, aber auch zum Beispiel in der Villa Savoye, oder, hat er dann diese Expressverbindung, diesem zeremoniellen oder gemächlichen Schreiten immer gegenübergestellt. Und in einigen Fällen hat er diese Rampe und diese Treppen dann sehr nah zusammengerückt und damit auch ein formales Thema daraus gemacht. Oder? Hier ist das nicht unbedingt der Fall. Es gibt eine gewisse Distanz zwischen der Treppe und der Rampe. Man hat die Wahl, oder, das eine oder das andere Mittel zu nehmen. Aber man kann auch eine Art Promenade machen, indem man wechselt von der Rampe zur Treppe. Außerdem, was noch interessant ist, oder, in diesem Stahlgerippe, da ist sowohl die Treppe als auch die Rampe eine Betonkonstruktion. Und das sind die massiven Teile. Nicht aus feuerpolizeilichen Gründen, sondern aus kompositorischen Gründen. Weil es ja schwierig ist, oder, mit diesem System 226 x 226 x 226 eine Treppe zu konstruieren. Das geht gar nicht. Oder? Also muss man ein anderes Medium wählen. Und beide Betonelemente sind wirklich als Skulptur inszeniert. Genau. Die Treppe vielleicht besser erfahrbar von innen, dank dem doppelgeschossigen Raum als Skulptur, die Rampe von außen. Und von außen fällt schon auf, dass dieses Betonieren förmlich inszeniert wird. Also er war gar nicht bemüht um ein schönes Schauungsbild. Ja, wobei das ja noch Zürcher Beispiel, da ja noch relativ diszipliniert ausgefallen. Es gibt natürlich viel gröbere
Betons, zum Beispiel in Indien oder so, mit diesen riesigen Blechen, wo dann aus den Fugen der Beton gewissermaßen fast rausquillt und was dann im Streiflicht eine unglaubliche Plastizität des rohen, rauen Infinito oder, entwickelt. Hier ist es zwar Sichtbeton, aber eigentlich relativ diszipliniert. Also eigentlich fast zu perfekt jetzt in der Lesung. Ja, der ganze Pavillon ist natürlich nicht eine raue Sache. Oder? Ja. Es gibt diesen Kontrast, aber es ist ja nicht, Indien. Oder? Ja. Er sagt ja an einer Stelle auch, diese Schweizer machen ihn wahnsinnig mit ihrem Perfektionierungswahn. Ja. Genau. Aber er hat ein schönes Bild, glaube ich, für Marseille gefunden, wo er gesagt hat, man muss das sehen wie an einem Kirschbaum. Oder die Rinde ist roh, sie springt, sie ist dunkel, oder? Dunkel und weißlich und so. Und die Blüten, die sind dann ganz rein und präzise und wunderbar. Und der Kontrast, oder, macht den Kirschbaum aus. Das ist bei ihm ohnehin ein Riesenthema, also dieses Gegenüberstellen. Wir hatten das mit dem Schnittthema, dem tiefen Raumdecken und dem hohen Atelierraum gesehen. Und das gilt ganz generell in seinem Werk. Ja, ich glaube schon. Man kann sagen, dass er ein Dialektiker sei, oder? Also der Dinge immer gegeneinander ausspielt und gegeneinander stellt gewissermaßen und daraus einen ästhetischen Mehrwert macht. Dasselbe gilt ja auch für die Materialisierung des Gebäudes an sich. Hier im Obergeschoss ist dieser eigentümliche Belag aus Plastik, aus Gummi der Firma Pirelli. Und gleichzeitig hat man diese sehr noblen Eichenwände. Auch das ist ein großer Kontrast. Ja, vielleicht in seinen Augen nicht einmal, ich weiß es nicht. Es sind einfach naturbelassene Materialien, insofern dieser profilierte Gummi als naturbelassen bezeichnet werden kann. Aber sie transportieren, hast du natürlich schon recht, sie transportieren auch etwas. Oder? Also das hier transportiert, ich weiß nicht was, fast ein bisschen Schiff auch. Oder Industrie auf alle Fälle. Oder? Und diese Eichensperrhölzer sind einfach ein bisschen edlere Varianten von Sperrholz. Aber das Eichenholz, so wie es hier kommt, ist nicht ein ganz schlichtes Eichenholz, wie wir das normalerweise in der Schweiz verwenden. Das hat ein gewisses Temperament. Aber es ist so wie das Holz per se, oder? Es gibt ja hier auch so einen dialektischen Kontrast. Oder außen ist es aus farbig, innen ist es eigentlich. Es gibt oder diese schwarzen Paneele, sind ja später von Heidi Weber. Außen, innen ist es eigentlich eine Schatulle aus Holz. Und diese Installationselemente erinnern natürlich an das Äußere in ihrer Farbigkeit und sind so wie feine Akzente im Inneren, die sich wiederum detachieren von dieser Holzschatullenästhetik. Die Farbigkeit an sich erinnert mich jetzt mehr an eine Farbigkeit von De Stijl, eine primäre Farbigkeit, wie vielleicht im Utrechthaus zu sehen ist. Und das kommt jetzt bei Corbusier hier etwa 40, 50 Jahre später noch einmal. Und die Farbe ist ja in seinem Werk von großer Bedeutung. Und ganz am Schluss des Werks sind es dann diese knalligen Primärfarben. Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Ja, das ist wirklich so eine Art Reduktion am Schluss auf ganz wenige Elemente, die auch so konsequent wie in diesem Pavillon von mir aus gesehen in keinem Bau vorkommen von der Corbusier. Aber die Geschichte ist natürlich schon die, dass er angefangen hat, gewissermaßen als Maler seine Architektur vor allem innen auch räumlich zu differenzieren, so mit diesen Pastelltönen, die man kennt aus dem Purismus. Und mit Effekten, die effektiv aus der Malerei abgeleitet sind, die er ausprobiert hat in der Malerei, bevor er sie so ab 1924, 23, 24 in der Architektur angewendet hat. Und der Kontext war ja eine Architektur, die komplett weiß war, die entmaterialisiert war in einem gewissen Sinne, Gipsarchitektur. Und die hat er dann räumlich differenziert und auch mit Assoziationen versehen. Also er hat irgendwie eine Wand dann mit helles Jena angemalt, sodass man an Backstein dachte. Also auf gewisse Assoziationen auch vermittelt über die Farbigkeit, ohne das Material selbst dann in diese abstrakte Architektur einzuführen. Und nach dem Krieg, wie wir ja wissen, eben also Brutalismus und so weiter, ging es dann eben um Eichenholz, rohes Eichenholz und vor allem Sichtbeton. Oder da war das Thema ja nicht mal, diesen Sichtbeton räumlich zu verändern. Das wäre ja gar nicht sinnvoll gewesen. Sondern man musste gewissermaßen
einerseits Mängel verdecken oder aber auch Kontraste bilden, um nicht einfach diese schweren und in einem gewissen Sinn toten Häuser zu haben, wie viele dieser Sichtbeton-Mehrfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit machen ja eine Art tristen Eindruck. Oder? Und um das zu konterkarieren, hat er dann Farben gewählt, die dann nach dem Krieg eben viel kräftiger waren als diese Vorkriegsfarben. Das sind eigentlich die Farben von Newton, oder? Und die 7 Korridore in der Unité d'Habitation sind ja dann in diesen Grundfarben gehalten. Also nicht nur in den 3 oder so Farben, die man hier vorfindet, außen. Ne? Und eben am Schluss ist das alles immer mehr weggespült, weggeblendet worden. Es gibt ja auch in der Unité d'Habitation neben den ganz starken Farben immer noch diese hellrosa und hellocker in den Wohnungen drin, die eben eine Erinnerung sind an diese Architektur der Vorkriegszeit. Und all das ist jetzt hier weg, oder? Hier sind nur noch diese Primärfarben, die eben für die Emailpaneele gedacht sind. Hat das auch etwas mit dem Zeitgeist zu tun? Pop Art ist in jenen Jahren im Schwange, in aller Munde? Oder ja, Pop Art würde ich jetzt nicht unbedingt meinen. Also ich glaube nicht, dass er sich da... Aber das andere, was du gesagt hast von der Style, das kann schon sein, oder? Im Grunde war ja Corbusier, er hat zwar mit der Bindung dieser pastellfarbigen Töne an die Form, ja auch als puristischer Maler schon gearbeitet, ab 1918, oder? Und eigentlich gab es dann aber so einen entscheidenden Moment 1923, als die Style-Künstler aus Holland, die eben diese Primärfarben oder applizierten auf ihre Bauten, in Paris ausgestellt hatten. Und Corbusier hat das sehr wohl rezipiert und hat dann aber natürlich, so wie er natürlich sein musste, im Esprit Nouveau gesagt, das ist eine pure Dekoration, oder? Bei mir ist die Farbe immer an die Form gebunden und so, das hat dann auch gestimmt, aber er hat sich sehr stark anregen lassen und auf eine ganz andere Art Farbe eingesetzt. Und es ist aber durchaus denkbar, dass in der Zeit, dass er dann aus einem anderen Grund eben diese kräftigen Farbakzente brauchte, oder? Dass er dann versucht hat, wie eine Art große Synthese zu machen. Also das ist mein Verdacht, ich wurde auch schon öffentlich widerlegt, das ist ja auch wurscht, man kann das nicht genau sagen, Corbusier selbst hat er vielleicht auch nicht gewusst, aber dass er insgesamt so eine Art Synthese der Farbigkeit des 20. Jahrhunderts anstrebte. Also einerseits diese raumverändernden Wirkungen immer noch hatte in Marseille und gleichzeitig aber auch diese starken Akzente, die eben den Beton konterkarierten. Und gleichzeitig ist eine Bewegung festzustellen, dass eben in den 20er, 30er Jahren zu Zeiten des Purismus quasi eine weiße, reine Kiste ist und im Inneren ist die farbig und dann plötzlich dreht sich das Ganze um, geht die Farbigkeit quasi nach außen und innen wird es vergleichsweise neutral. Ja, also die Wohnungen zum Beispiel in Marseille sind ja total farbig innen, alles farbig. Und außen dennoch auch? Quasi. Und außen nur akzenthaft, oder? Ja. Außen ist ja der Beton natürlich schon das Hauptmaterial. Ja. Und es gibt ja dann überhaupt natürlich die ganze Frage der Dekoration, ist ja bei Corbusier auch so eine Sache, oder? Offiziell in den 20er Jahren der Jahre gesagt, nur ja, keine Art dekorativ und vor allem keine unnötige Dekoration. Und nach dem Krieg, also wenn man so will, in diesen Vorsatzschalen von Marseille, die ja diese Loggen einrahmen, sind ja überall diese Kiesel oder vorgelegt, so irgendwie in den Gartenplatten hier. Oder in den Betonsimsen in Marseille gibt es diese wunderbaren, farbigen, kleinen Keramikplatten, die so eingestreut sind. Oder? Und das kann man natürlich schon auch als Dekoration anschauen. Eine Freude auch, Oberflächen zu beleben und herunterzubrechen und auch dem Menschen, dem Bewohner, etwas zu bieten. Und Corbusier hat ganz offensichtlich, also nach dem Krieg, natürlich die Dekoration wieder absolut, die Mittel der Dekoration eingesetzt und ausgeschöpft. Also wenn man den Tabernakel von Ronchamp anschaut, oder diese Vögel gemalt sind drauf und diese Wölkchen, ist das aber nicht viel anders, als wenn er in den 1910er Jahren in La Chaux-de-Fonds irgendwo einen Kamm bemalt mit einer Juralandschaft oder mit Blumen oder irgendetwas. So ein ganz klassisches Ornament. Ja.
Und dennoch von außen betrachtet diese unglaublich bunten Paneele, die sich dann immer mit einem Doppelquadrat quasi oder einem geteilten Quadrat über die Fassade verteilen, das hat ja etwas extrem Verspieltes, wie man es eigentlich von Corbusier nicht erwarten würde. Ja, aber das hat vielleicht, also ich meine, die wirklich definitive Anordnung stammt ja von Tavese Repitato, diese Farben, aber die Grammatik war schon bestimmt, hätte auch für diesen anderen Pavillon Arenberg in Stockholm gegolten, der ja nicht, das wäre das zweite Beispiel gewesen, dass er nicht gebaut wurde. Wahrscheinlich war es schon auch ein Mittel, diese Volumetrie dieses massiven Hauses, das eben von diesen Schirmen gedeckt wird, etwas aufzulösen, oder? Und es weniger definitiv wirken zu lassen. Sind wir auf dem Dach des Pavillon Le Corbusier eingebettet zwischen der Dachfläche und über uns schwebt dann dieses eigentümliche gefaltete Gebilde mit diesem dreieckigen Loch. Eine spezielle Situation. Ja, das ist ja wirklich der Mehrwert, dass man gewissermaßen auf diesem Exponat steht oder unter dem Dach und diesen wunderbaren Ausblick hat. Manchmal, wenn da unten die Platterwiese voll Leute ist im Sommer, oder man schaut auf das gelobte Land, das ist wirklich unglaublich schön, oder? Und das ist ja ein programmatischer Punkt bei Le Corbusier sowieso, dass die Dachterrasse, oder, gewissermaßen das Land wieder zurückgibt, das man unten bebaut, oder, für den Gebrauch. Aber wie gesagt, das ist hier so wie eine Doppelfunktion, oder? Einerseits steigt man auf das Exponat hinauf und ist immer noch überdeckt von diesem Parasol, oder? Und auf der anderen Seite hat man eine Dachterrasse, wo man sich aufhalten kann, auch als fiktiver Bewohner dieses Hauses. Oder? Technisch wäre das ja gar nicht nötig. Der Pavillon ist ja in sich dicht und abgeschlossen mit diesem Kiesdach und darüber schwebt diese unglaubliche Skulptur, ein gigantischer Aufwand. Man hat das Gefühl, ein Viertel des Baubudgets ging für dieses Dach drauf, das eigentlich gar nicht nötig wäre, rein technisch gesehen. Seine primäre Raison d'être ist das Zeichen. Oder über all diese Jahre, wo Corbusier diese Pavillons gemacht hat, war es immer das Zeichen für die Protektion, oder? Dessen, was drunter ist, was eben eher ephemer ist. Es ist das einzige Gebäude im ganzen Quartier, das sich nicht quasi parallel der Straße entlang entwickelt, sondern ganz im Gegenteil, um 45 Grad ausgedreht. Ist das eine ähnliche Motivation im Hintergrund? Ja, ich glaube, also, es hat natürlich das auch wieder viele Gründe. Der eine Grund ist, dass Corbusier ja die sogenannte Rue Corridor abgelehnt hat. Also man die Straße, die gewissermaßen definiert wird als Korridor von der Bebauung, die auf der Baulinie sitzt. Also das war ja das Theorem des 19. Jahrhunderts, oder die Baulinie zu zeichnen. Und da hat der Städtebau schon die Baulinie und die Traufhöhe und dann noch gesagt, ihr müsst etwas Schönes bauen. So ist die Bahnhofstraße entstanden in Zürich. Und Corbusier wollte das durchbrechen, er wollte einen kontinuierlichen Stadtraum machen. Und die Unité d'Habitation ist auch schräg und in den Park reingesetzt, um sie eben loszulösen, oder, von dieser Bebauung. Und das hat natürlich in diesem Fall hier auch die des Pavillons eben unterstützt, die eben nicht ein fester Bau ist, wie im Prinzip diese Randbebauung, die Villen oder auf der anderen Straßenseite. Und auf der anderen Seite gibt es auch einen kleinen Trick, nämlich den, dass wenn man einen isolierten Bau annähert, einen rechteckigen, kubischen Bau annähert, dann ist es viel spannender, wenn man ihn über Eck sieht. Und Corbusier hat das seinerzeit entdeckt, einerseits in der Lektüre des Architekturhistorikers Choisy, der das wirklich thematisiert, oder? Und andererseits eben auf dem Parthenon. Weil Choisy nimmt ja dann das Beispiel des Parthenons, um zu zeigen, oder, wie es einerseits eine orthogonale Bezugsnahme gibt zu einem Bau, die er als monumental beschreibt, die natürlich in gewissen Fällen auch wichtig ist, oder? Und eben diese eher pittoreske und spannendere Annäherung über Eck. Und das hat Corbusier auch versucht, oder?
mit der Erschließung, die eigentlich so über Ecke auf den Pavillon losgegangen wäre. Und er konnte das seinerzeit nicht machen wegen dem Atelier Haller. Atelier Haller war städtisch, er wollte es abreißen lassen. Oder? Dieses Terrain war auch städtisch, aber Heidi Weber hat es im Baurecht gehabt. Und es gab eigentlich immer diese Grenzen zwischen den beiden Bauten. Und als man das nicht abreißen konnte, wurde ja in den letzten Monaten der Bauzeit wurde dann beschlossen, gewissermaßen diese allmähliche Entdeckungsreise da zu inszenieren, über diese Platten, die dann rund um den Pavillon herum in den Eingang führen. Wir sitzen hier auf Möbeln von Le Corbusier. Er hat ja zusammen mit Jeanneret und Charlotte Perriand eigentlich in einem Jahr all diese ikonischen Möbel entwickelt. Warum dauerte das nur so kurz? Hat es ihn nicht interessiert oder wie kam es zu diesen Möbelentwürfen im Werk von Corbusier, Jeanneret, Perriand? Ja, also das ganze Equipement de l'habitation modern hat er da 2 Jahre schon gebraucht. Bis 1929 hat Charlotte Perriand ist im Herbst 1927 eingetreten. Dann hat sie ein bisschen etwas gemacht an der Villa La Roche. Man musste diesen Galerieraum umbauen und da hat sie schon einen wunderschönen Tisch gemacht und schöne Versuche mit gebogenen Glasschiebetüren, also richtig Etüden. Sie kam ja eigentlich ursprünglich vom Art Deco her und hat ein Feeling gehabt für diese Materialien. Und dann gab es diese sehr große, vierteilige Villenanlage für das Ehepaar Church in Ville-d'Avray zu bearbeiten. Und da war sie dann wirklich für die Inneneinrichtung verantwortlich. Und die Situation war eigentlich die, dass Corbusier für alles, was Möbel war, bewegliches Mobiliar, eigentlich immer auf Industrieprodukte gesetzt hat. Er hat gesagt, oder diese ganze Erläuterung der Form, die passiert eigentlich über industrielle Prozesse. Oder? Also was einerseits Bequemlichkeit, Dauerhaftigkeit, Schönheit, Herstellungstechnik betrifft, das wird alles in diesem Produktionsprozess aufgehoben, muss das ja auch verkaufen können oder letzten Endes. Und er hat dann immer, je nachdem, was er wieder für eine neue Ästhetik so ein bisschen im Auge gehabt hat, hat er dann einfach diese Elemente ausgewechselt oder wieder Elemente gesucht, die besser in sein neues ästhetisches Konzept hineingepasst haben. Und 1927, also ein paar Monate bevor Charlotte Perriand dazugestoßen ist, durfte er auf der Weißen Hofsiedlung 2 Häuser bauen. Einen Citroën-Typ und einen eher horizontalen Zweifamilienhaustyp. Und da hat er dann dem Bauleiter Alfred Roth immer wieder versprochen, er würde eigene Stahlrohrmöbelentwürfe liefern. Weil rundherum, auch in Paris, an den Salons, gab es schon viele Stahlrohrentwürfe von den Art Deco-Leuten, auch von Charlotte Perriand. Und in Deutschland und Holland, da war ja Max Stammenwerk, Breuerenwerk, also alle haben das gemacht und man musste irgendwie den Anschluss nicht verpassen. Und Corbusier hat den Anschluss effektiv verpasst. Und das hat natürlich viele Gründe. Er war ja auch außerordentlich beschäftigt. Er musste campen die ganze Zeit um den Völkerbundsauftrag zum Beispiel. Das war eine Riesenübung, oder? 1927. Aber eigentlich hat er es auch nicht so richtig übers Herz gebracht, oder? Selbst etwas zu machen. Und Charlotte Perriand hat dann absolut nach seiner großen Idee, oder, der verschiedenen Typen Möbel für verschiedene Arten des Sitzens und so, aber mit einer gewissen Unbekümmertheit und eben mit der Erfahrung aus dem Art Deco, wie man eben luxuriöse Lederpolster das war ja farbig ursprünglich, mit farbigem Stahl kombinieren kann, um seine gewisse Sexiness zu erzeugen. Oder? Das hat sie dann so ziemlich rasch, auf der theoretischen Grundlage von Corbusier das dann hingekriegt. Auch mit diesen unglaublich schön geführten Stahlrohren, sehr engen Radien. Das war ja auch technisch ziemlich anspruchsvoll, das so umzusetzen. Ja, also man kann mindestens sagen, dass sprechen wir nur mal von den 4 klassischen Sitzmöbeln, dass die überhaupt nicht einheitlich sind, sondern die Konstruktion war nicht wie in Holland oder Deutschland,
darauf ausgerichtet, zum Beispiel nur Bögen zu kreieren, nur verschraubte Möbel zu machen, sondern das ist alles geschweißt, oder? Und eben wenn man so enge Bögen machen will, muss man eigentlich Fertigteile einschweißen, oder? Hier hat man eine Gärung. Oder es ist wirklich alles total verschieden. Und es war wirklich darauf ausgelegt, die Konstruktion gewissermaßen die Physiognomie des Typs oder möglichst präzise rüberzubringen. Dann gab es auch gewisse so Details, die Charlotte Perriand ganz wichtig waren, also zum Beispiel diese Kissen. Die waren ja immer mit einer Kädernaht versehen. Das hat Heidi Weber bei ihren Exemplaren zum Beispiel nicht gemacht. Sodass eben, oder diese Plattenwirkung oder gewissermaßen diese kubische Wirkung der Kissen gewissermaßen überhöht wurde. Also das Überzeichnen der Kante. Überzeichnet wurde, ja, der Überzeichnen der Kante. Das hat Charlotte Perriand immer gemacht, auf verschiedene Arten. Auf der anderen Seite war es ja auch lustig, dass das sind ja Federkissen gewesen. Und man hat das ist ein Cassina-Möbel. Und man hat das dann, ich war da auch zum Teil ein bisschen beteiligt, und versucht entweder Serien zu machen, Sonderserien mit Federn, oder dann eben das so aufzupolstern, dass es wieder weich wird. Und Charlotte Perriand hat immer gesagt, oder, die Grundform des Kissens ist eben ganz kubisch, und wenn man sich dann reinsetzt, oder, dann deformiert sich das Kissen und nimmt die Form des Menschen an, der sich da reinsetzt. Oder. Und waren diese Möbel erfolgreich? Wurden die dann in großen Stückzahlen produziert? Die Möbel wurde ja ab 1930 nach dem Salon d'Automne, eben diese ersten öffentlichen Präsentationen, dieses Equipement produziert von Tone, außer den Grand Confort. Der Grand Confort war sichtlich zu teuer. Diese Daunenkissen kosteten ein Vermögen. Und das haben die dann nicht gemacht, aber die anderen Möbel haben sie gemacht, in relativ bescheidenen Stückzahlen. Und sie haben ja dann auch einfachere Bespannungen eingeführt. Also Charlotte Perriand hat immer gesagt, dass das Gerüst standardisiert ist, oder, für ein bestimmtes Möbel, und der Inhalt oder die Bespannung dann verändert werden konnte. Und dieses Möbel hier war zum Beispiel am Anfang in einer teuren Polsterversion nur erhältlich, oder also nur, als es prototypmäßig hergestellt wurde. Da gab es hier so L-Profile, die einmontiert waren, und eine Bespannung, und drauf wurde ein Kissen gelegt. Also eine Luxusvariante. Und erst im Salon d'Automne sind dann die Leinenbespannung und die immer noch teure Fellbespannung aufgekommen und wurden gezeigt. Oder? Und auf dieser Basis hat dann auch Tone fabriziert. Es gab die Lux-Serie, Serie Lux, und die Standard-Serie, wo dann eben billigere Bespannungen drauf kamen. Aber die waren immer noch sehr teuer. Also gemessen an den deutschen Tone-Möbeln, oder, waren diese Möbel ein Vielfaches teurer. Und später dann werden diese Möbel wieder neu aufgelegt von Heidi Weber, und das schlägt den Bogen zurück in den Pavillon. Genau, also Heidi Weber hat sich ja 1957 die große Ausstellung im Kunsthaus angeschaut, diese Exposition Dite de Capital, die eben nachher in alle großen Hauptstädte weitergereist ist. Und sie war total begeistert von dem, was sie gesehen hat. Das war so wie die Entdeckung ihrer Lebensaufgabe. Und sie hat dann bei Le Corbusier vorgesprochen und ihm vorgeschlagen, eben auch vor allem für seine Kunstübungen da die Vertretung zu übernehmen, also seine Galerie zu werden, aber auch die Möbel herzustellen. Und sie hat dann bereits 1958 offenbar erste Prototypen zu fabrizieren begonnen. Wobei die Pläne, muss man sagen, Le Corbusier bei Charlotte Perriand bestellt hat und ihr dann weitergeschickt hat. Aber das ist nur eine Fußnote. Und sie hat dann auch aufgrund dieser Pläne das hergestellt und im Herbst 1959 präsentiert in ihrer Galerie Mezzanin am Neumarkt, zusammen übrigens mit den Salubra-Tapeten. Also die neuen, eben kräftigen Salubra-Farben wurden gleichzeitig mit den Möbeln auch in ihrer Galerie vorgestellt. Das ist ungefähr die Welt, die dann in diesem Pavillon transportiert wurde.